Ein Restaurant eröffnen, während viele andere schließen. Er macht es vor. Ich bin immer optimistisch, weil ich sage, es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen. Das hört sich sehr klischeehaft an, aber ist so. Gestiegene Preise in der Gastronomie sind ein Problem und es dürfte noch teurer werden. Ich habe jetzt für ein Glas Weißwein, habe ich nicht auf die Karte geguckt, 9 € bezahlt. Das ist mir nicht wert. Also wenn es jetzt noch weiter ansteigt, glaube ich, werden wir uns den Luxus nicht mehr leisten können. Wenn es anfängt weh zu tun, ist schlecht. Max unterwegs im Restaurant. Wir zeigen kreative Ansätze und warum es für viele trotzdem so schwer ist, das Geschäft aufrechtzuerhalten. Das indische Restaurant Soul Tikka hier in Hanau am Schlossplatz hat im April neu eröffnet. Sachin Luthra ist der kreative Kopf hinter dem Konzept. Er setzt auf eine moderne Interpretation der indischen Küche. Und das kommt an. Es war eigentlich ein glücklicher Zufall. Ich bin in Kontakt mit der Stadt Hanau gekommen. Die haben mir die Fläche hier gezeigt gehabt. Habe mich in die Fläche direkt verliebt. Aber ausgerechnet jetzt? Die Neueröffnung seines Restaurantablegers in Hanau läuft komplett gegen den Trend und zu einer Zeit, in der die Stimmung in der Gastronomiebranche getrübt ist. Viele haben Zukunftssorgen. Ich sage, wenn man sehr hart arbeitet und wirklich versucht, das Beste rauszuholen, dass man es auch schafft. Und Lösungen findet man immer. Man muss sich einfach nur darauf fokussieren. Inspiriert haben ihn die Location und sein Gefühl. Auch sein erstes Restaurant eröffnete der Gastronom mitten im Lockdown 2021 in Wiesbaden. Ihm war schon von Anfang an klar, dass er kämpfen muss. Es war von Tag 1 schon eine Herausforderung, das wussten wir. Das war das Gute im Prinzip. Wir wussten von Tag 1 aus, wir müssen unsere Kosten gering halten, wir müssen von Tag 1 an schon kämpfen. Ja, dementsprechend war unser Konzept, als wir es geschrieben haben, das Wichtigste, okay, so wenig Kosten wie möglich, gering halten und von unten nach oben aufbauen. Frank Winkler betreibt in Frankfurt das Restaurant Lorsbacher Tal. Wie viele andere Gastronomen musste auch er sein Geschäft während des Corona-Lockdowns für 7 Monate schließen. Das habe ihn viel Geld gekostet. Die Folgen der Pandemie seien noch lange nicht ausgestanden. Wir leiden immer noch und das wird auch bestimmt noch 2-3 Jahre dauern. Seit der Pandemie gilt in Deutschlands Restaurants ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 7% auf Lebensmittel. Dieser läuft jedoch nur noch bis Ende des Jahres. Dann soll es wieder raufgehen. Dabei hat Winkler die Preise gerade erst wieder erhöht. Das Frankfurter Schnitzel kostet statt 17,90 € jetzt 18,90 €. Ich kann aber dafür keine 22 € nehmen. Das geht einfach nicht. Also da sagen dann meine Gäste wirklich, jetzt wird's zu viel. Also das sind so Schallmauern, wo man einfach sagen muss, da drüber zu gehen, ist kaum möglich. Und das sind halt die Dinge, die uns extrem schwer fallen. Hartmut Rupprecht ist Präsident der Steuerberaterkammer in Hessen. Auch er befürchtet ein Sterben vieler Gastronomiebetriebe. Denn wenn durch die drohende Steuererhöhung die Preise noch mehr steigen, sei eine Grenze erreicht. Ob das so förderlich ist für die Gastronomie oder ob es dazu führt, weil diese Preise dann beim Kunden nicht durchsetzbar sind und der Kunde sich entscheidet, nicht mehr ein Schnitzel essen zu gehen, das wird dann der Gastronom entscheiden müssen. Und ich befürchte, es führt dazu, dass die Umsätze bei den Gastronomen weiter zurückgehen werden. Die sind noch lange nicht auf dem Vor-Corona-Niveau. Und ich befürchte weiter, dass einige Gastronomen dann auch wegen Unwirtschaftlichkeit ihre Gastronomie schließen werden. Laut Erhebung eines Informationsdienstleisters sind deutschlandweit 14.219 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés von einer Insolvenz bedroht. In Hessen liegt die Zahl bei 1.031. 10,6% der Gastronomieunternehmen gelten also als insolvenzgefährdet. Schon länger wird Frank Winkler von seinen Gästen auf die Debatte über die Mehrwertsteuer angesprochen. Er ist sich sicher, die Besucher werden aufgrund höherer Preise entweder weniger essen und trinken oder nicht mehr so oft kommen wie bisher. Wenn es im Rahmen sich bewegt, dann ist es in Ordnung. Aber ich sag mal, 12% mehr ist halt schon ordentlich, ja, keine Frage. Die Mehrwertsteuer macht ja schon einen Unterschied, ja, ob das 19% oder ob 7% sind. Das ist ja für die Gäste schon ein gravierender Einschnitt. Zurück nach Hanau. Auch Sachin Luthra muss sich natürlich überlegen, wie er mit der drohenden Mehrwertsteuererhöhung umgeht. Wenn das nächstes Jahr jetzt mit der Mehrwertsteuersteigerung kommt, dann ist es wirklich, da sind wir richtig in der Zwickmühle, weil wir uns entscheiden müssen,
erhöhen wir die Preise oder trägt der Service die Kosten, ja? Wo man sagt, dass wir irgendwie auf den Service vernachlässigen müssen. Das Max-Fazit: Gastronomen fordern die Beibehaltung der ermäßigten Mehrwertsteuer, damit ihre Preise nicht noch mehr steigen. Doch es gibt einige unter ihnen, die dennoch mutig weitermachen.